Ja, es ist ein Ingenieursstudiengang. Allgemein geht es halt hauptsächlich Abwasserbehandlung, Abfallbehandlung, Entwicklung neuer Technologien, weil es da halt auch immer noch Probleme gibt. Also alles, was irgendwie mit Müll und Umwelt zu tun hat. Ich meine, Deutschland ist halt relativ gut aufgestellt, was die Abfallentsorgung betrifft, auch wenn es manchmal nicht den Eindruck macht. Also wenn man so andere Länder sieht, sind wir eigentlich schon wirklich vorne vor, aber es gibt halt immer noch massive Probleme, gerade mit CO2-Ausstoß, was man halt auch so in Nachrichten hört. Oder halt allgemein Probleme wie zum Beispiel, was halt uns halt alle betrifft, unser Abwasser, und da halt einfach Verfahren mitzuentwickeln oder Technologien mitzuentwickeln, überhaupt das Ganze, wie die ganzen Kreisläufe in der Natur zusammenhängen, aber halt auch so wirklich das Gefühl zu haben, Gutes zu tun, was in Zukunft vielleicht zu verbessern zu können. Also das ist eigentlich das, was mich an diesem Studiengang sehr fasziniert hat. Also das Interesse an Naturwissenschaften war bei mir auch schon in der Schule da gewesen, vor allem für Biologie. Ich habe dann auch Richtung Biologie dann auch eine Ausbildung gemacht. Und ja, also Interesse sollte auf jeden Fall da sein, aber es sollte auf jeden Fall auch Interesse am Technischen da sein. Also Elektrotechnik ist mit drin, auch mit bestimmten Software, also auch ein bisschen Computertechnik. Aber hauptsächlich schon Naturwissenschaft sollte natürlich schon eine große Rolle spielen. Ich bin jetzt im letzten Semester und ich habe meinen Schwerpunkt in der Abwassertechnik gefunden, möchte da auch gerne später beruflich reingehen. Aber es ist eigentlich alles Mögliche. Es geht von Abfallbeseitigungsanlagen, Deponie, Betreuung, alles Mögliche, was man sich irgendwie in irgendeiner Art an Abfall oder Recycling oder in Umwelttechnik vorstellen kann. Da muss ich auch dazu sagen, dass da halt auch wirklich die Kooperation mit der Hochschule sehr gut ist. Also auch die Hochschule selber hat sehr viele Kooperationspartner, gerade aus der Region. Und da wird halt auch wirklich man von den Dozenten unterstützt, dass man da auf jeden Fall einen Job findet. Erstmal, es ist halt noch eine sehr kleine Hochschule. Es ist halt nicht so anonym wie an manchen anderen großen Hochschulen. Man hat immer einen direkten Ansprechpartner. Man kann jederzeit, egal ob es Probleme gibt, ob man mit dem Stoff nicht hinterherkommt oder irgendwas nicht versteht oder auch bei privaten Problemen, immer an die Dozenten rangehen. Es sind immer jemand da, der ein offenes Ohr für einen hat und der dann halt auch wirklich Rücksicht drauf nimmt. Und ja, man bleibt nicht alleine. Also wir sind ein sehr grüner Campus, wir haben sehr viel Natur, gerade im Sommer sehr schön, wenn man Freistunden hat. Man findet immer irgendwo eine Ecke, wo man sich hinsetzen kann oder was bearbeiten kann oder auch einfach mal ausspannen kann. Es ist alles ja, relativ zentral gelegen, also man muss jetzt nicht große Wege laufen, um irgendwo hinzukommen. Es ist eigentlich klein und gemütlich und grün. Es gibt schon, allein schon von der Hochschule sehr viele Initiativen, an denen man sich beteiligen kann, auch halt außerhalb der, ja, der Vorlesungszeiten. Aber auch so, Nordhausen ist eigentlich für junge Leute, finde ich, eine sehr attraktive Stadt. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Man hat ein Einkaufszentrum da, man hat Kneipen, Disco. Es ist eigentlich alles vorhanden. Man hat eine sehr gute Anbindung an, ja, an Erfurt oder an Leipzig, wo man halt auch mit einem Semesterticket dann halt gut hinkommt. Also von daher ist es eigentlich die perfekte Stadt für junge Leute. Ach, eigentlich denke ich, sollte man vor allem offen sein. Man sollte den Mut haben, wenn man wirklich irgendwie Schwierigkeiten hat, auf die Leute zuzugehen, gerade auch auf die Dozenten zuzugehen. Ich habe es selber auch gehabt, obwohl ich nun schon ein bisschen älter bin, dass ich am Anfang sehr an mir gezweifelt habe, ob ich das überhaupt schaffe. Also es ist jetzt nicht so, dass man da alleine gelassen wird.